Alexander und ich haben beschlossen, in Las Vegas zu heiraten. Übermorgen fliegen wir. Wie bitte? Was ist mit uns? Kindchen, willst du nicht mit uns feiern? Ich hatte das mit einer anderen vor. Wer ist es? Clarissa. Ich hätte dir mehr vertrauen müssen. Deine Girlies waren vorhin in der Kneipe. Denen ist ja wirklich alles zuzutrauen, ne? Überraschung! Eine Minute später und die Party hätte so einen richtig geilen Touch bekommen. Naja, so wie Daddy guckt, wäre sie wohl eher in einem Massaker geendet. Ja, mit so einer Überraschung haben wir gar nicht gerechnet. Wir auch nicht. Sollen wir was singen? Oh ja, Skandal im Sperrbezirk oder Sexy as Moving Cross Street. Ja, was sollen wir jetzt machen? Lasst uns erstmal anstoßen. Sag mal, Schwägerlein, hast du in diesem Haushalt irgendwo ein paar Gläser? Ja, ja. Jessica, willst du mir? Erika, diese Affäre mit Clarissa, das ist vorbei. Endgültig. Glaub mir. Bitte. Du hast mich nach Strich und Faden belogen und betrogen. Ich liebe dich. Ich glaub dir nicht. Oder was würdest du an meiner Stelle machen? Du sitzt hier den ganzen Tag mit deiner Clarissa und uns an einem Tisch und spielst auch noch den barmherzigen Samariter. Auch Erika. Clarissa muss erst gesund werden. Dass ich nicht lache. Am Anfang war es so. Ja. Und dann folgte die wundersame Heilung in ihrem Bett. Und ich, naives Dummchen, bedauere dich auch noch wegen deiner vielen Geschäftstermine. Konnte ich nur so blind sein. Das Ganze tut mir unendlich leid, Erika. Bitte. Verzeih mir, Erika. Niemals. Und dann Erika geht mir auch auf die Nerven. Geh mir doch endlich aus den Augen jetzt! Hi, mein kleiner fleißiger Arbeiter. Wovon soll ich bloß deine Überstunden bezahlen? Das ist dein Problem. Wie wär's mit Freizeitausgleich? Gerne. Cleo wird sich freuen. Wieso in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Das ist eine ziemlich eigenwillige Auslegung unseres Arbeitsvertrages. Ja, und darin steht, dass du alles tun musst, um mir deine Arbeitskraft zu erhalten. Ja, das ist ein sehr großzügiges Angebot, aber ich bin heute Nacht leider schon vergeben. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Im Gegensatz zu dir halte ich mich in meine Abmachung. Obwohl es mir das Herz zerreißt. Wie soll ich das verstehen? Ja, dass du die Überstunden heute leider alleine verbringen musst. Danke für deine Mühe, Oma. Moment mal. Was ist mit uns?
Mir kommen die Tränen. Genau wie mir beim Zwiebelschneiden. Ohne die Jungs wäre das Essen nie so schnell fertig gewesen. Ich freue mich so, dass ihr alle da seid. Das ist ein ziemlich mieser Trick von euch, einfach nach Las Vegas durchzubrennen. Genau, nehmt uns doch mit. Auf eine Runde Blackjack. Ach komm, du kannst doch nicht mal Mau spielen. Hast du eine Ahnung? Ich weiß schon, warum ihr abhaut. Alexander will uns seine zärtlichen Cousinchen vorstellen. Hey, du bist in festen Händen. Ich würde ja wohl noch gucken dürfen. Okay, du guckst und ich übernehme den Rest. Und ihr wundert euch, dass wir nach Las Vegas fliegen? Hab ich ein Glück, dass ich die Hochzeit nicht ausrichten muss. Hast du eine Ahnung, was das gekostet hätte? Mutter, pass doch auf. Nachschub! So, jetzt trinken wir aber endlich auf das Wohl von Jessica und Alexander. Prost. Ich danke euch. Ich habe die tollste Familie der Welt. Und am liebsten würde ich euch alle mit nach Las Vegas nehmen. Habe ich recht, Alexander? Wenn ich nur wüsste, was ich machen soll. Magst du Arno denn noch? Ja. Trotzdem kann ich ihm das nicht einfach so verzeihen. Auch wenn es mit Clarissa längst vorbei ist. Das glaubst du wirklich? Ja. Immerhin hat er von sich aus die Wahrheit gesagt. Wieso fragst du? Weil ich Arno nicht glaube, dass das mit Clarissa vorbei ist. Ach, Millie. Wie kannst du einfach sowas behaupten? Du verheimlichst mir was, oder? Nein. Das heißt, ich habe sie einmal... Was hast du? Naja, die beiden zusammen. Hier, du weißt schon. Nein, nichts weiß ich. Ich habe sie eben überrascht, als sie hier gerade... Hier, in unserem Haus. Das ist doch... Ach so. Und du hast die ganze Zeit davon gewusst? Ich konnte es dir nicht sagen. Weil ich dir nicht wehtun wollte. Bitte, das musst du mir glauben. Ja, natürlich, glaube ich dir. Und Arno hat mitgekriegt, dass du das mitgekriegt hast. Ich habe auch mit ihm darüber geredet. Du hast mit ihm darüber geredet. Ja, und er hatte mir fest versprochen, dass das nur ein einmaliger Ausrutscher war. Dann hast du die Geschichte die ganze Zeit mit hier rumgetragen, ja? Ja, Mama. Ich hatte Arno vertraut. Und ich dachte, es wird alles so, wie es einmal war. Ach, Millie. Vielleicht wäre es besser gewesen. Ich hätte nie davon erfahren. Hi Niklas. Tim, grüß dich. Sushi? Nein, Tamayoshi-Reihe. Nein, natürlich Sushi. Und rein zufällig kenne ich auch eine Frau, die völlig verrückt danach ist. Und ich glaube, die wird sich noch mehr freuen, wenn du uns eine Flasche Shampoos und eine Blumenvase mitbringst. Ja, aber Cleo ist nicht da. Wieso? Wo ist sie denn? Die ist mit Patrick unterwegs. Ja, schade. Die wohl alleine vom Fernseher ist. Mama war fix und fertig. Das glaube ich. Komisch fand ich nur... Also sie meinte, sie hätte lieber nichts von der Geschichte mit Clarissa erfahren. Ja, ich kann mir schon denken, wie sie das meint. Wie denn? Wenn dein Freund dich mit einer anderen betrügt, das ist doch schrecklich. Aber nicht, wenn ich davon nichts mitkriege.
Was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß. Aber ich habe davon gewusst. Kannst du dir nicht vorstellen, dass mir Mama die ganze Zeit unheimlich leid getan hat? Ja, schon. Aber wenn du zu ihr gegangen wärst und gequatscht hättest, hätte das auch nichts an der Situation geändert. Außer, dass dann 2 fertig gewesen wären. Meinst du, ich hätte mir das mit Arno und Clarissa noch länger angesehen? Wieso denn? Zwischen den beiden ist doch längst Schluss. Meinst du? Muss ja wohl. Sowas macht man doch nur, wenn total Sense ist. Wieso denn sonst legt Arno bei Mama die Beichte ab? Weil ich ihm die Pistole auf die Brust gesetzt habe. Du? Wie denn? Na, ich habe ihm gesagt, wenn er jetzt nicht zu Mama geht und sagt, was mit Clarissa läuft, dann gehe ich zu ihr. Bist du wahnsinnig? Wieso denn? Ich hab's nur Mama zuliebe getan. Und Arno hatte mir beim ersten Mal gesagt, dass mit Clarissa endgültig Schluss ist. Bist du dir eigentlich im Klaren, was du mit deiner kindischen Erpressung angerichtet hast? Du hast alles kaputt gemacht! Wieso? Ich wollte doch nur, dass Mama die Wahrheit weiß. Die Wahrheit? Die Wahrheit ist manchmal Gift im Leben. Siehst du ja, was du erreicht hast. Glaubst du, die beiden sind jetzt glücklicher? Mit deiner verdammten Wahrheit? Ach, Kinder, ich bin so müde. Also, dann nichts wie ab nach Hause. Pass gut auf sie auf. Ja. Und wenn was ist, ich bin immer für dich da. Danke, Papa. Ja, vielen Dank euch allen für diese wundervolle Feier. Für Jessica und für mich war es eine große Überraschung. Für uns auch. Ich meine, dass ihr pünktlich gekommen. Ach. Ja, danke für die große Mühe, die ihr hattet. Und bevor ihr geht, möchte ich euch noch etwas gestehen. Ich beneide Jessica und ihre Familie. Und Las Vegas kann warten. Wir bleiben lieber hier und feiern unsere Hochzeit mit euch allen zusammen. Einverstanden? Wenn das kein Grund zum Feiern ist. Du sagst es. Erleben wir ja doch noch, wie unsere Jessica zum Altar geführt wird. Danke, Alexander. Das ist mein schönstes Hochzeitsgeschenk. Guten Morgen. Guten Morgen. Na? Bist du zufrieden? Morgen, Mama. Morgen, Millie. Hast du wenigstens gut schlafen können? Naja, es ging so. Mama, es tut mir alles so leid. Ich weiß. Sag mal, kommt ihr beiden ein bisschen ohne mich zurecht? Ja, sicher. Wieso? Ich möchte nach München fahren. Zu Oma? Du weißt, ich brauche einfach ein bisschen Abstand jetzt. Soll ich mitkommen? Nein. Ich möchte gern alleine fahren. Ich muss mir das alles mal ganz genau überlegen. Außerdem hast du Schule, oder? Und wann kommst du wieder? Weiß ich nicht. Aber du kommst doch wieder. Oder willst du, dass wir wieder ganz nach München zurückgehen? Vielleicht. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es nicht. Tut mir leid, dass ich gestern Abend nicht mehr vorbeigekommen bin. Ja, du hast echt was verpasst. Ja, Niklas hat schon erzählt. Mein geliebter Sushi. Wer nicht kommt zur rechten Zeit. Muss nehmen, was übrig bleibt. Aber das, was übrig ist, finde ich auch nicht so schlecht. Ach, wenn du gesagt hast, was du vorhast, dann... Wäre Patrick sauer gewesen. Ach was, wir waren nur ganz locker verabredet. Ich hätte es absagen können. Ist da noch was da von dem Sushi? Nee, alles radikal verputzt. Aus Frust. Oh, du Erbster. Ich mache uns gleich leckeres Frühstück. Also, ein Kaffee würde mir schon reichen. Am liebsten würde ich den im Bett trinken, solange es noch warm ist. Kein Problem. Kaffee kommt sofort. Was ist eigentlich mit dir? Hast du keinen Kneipendienst heute? Gott sei Dank erst heute Nachmittag. Was mit dir? Musst du nach Friedenau? Eigentlich schon, ja. Aber ich
kann das genauso gut hier erledigen oder bei dir später. Ich habe alle Bänder dabei. Da hat jemand mitgedacht. Dann haben wir tatsächlich mal ein paar Stunden für uns. Ja, und uns keiner dazwischen funken kann. Und was ist mit Tanja? Musst du die nicht anrufen? Von müssen kann ja schon mal gar keine Rede sein. Ja, aber erwartet sie dich nicht. Na, wenn schon. Ich habe so viele Überstunden, ist egal. Also es gibt keinen Ärger, wenn du zu Hause bleibst. Quatsch. Warum denn? Wenn irgendwas ist, dann bist du ja räumlich erreicht. Und kümmere dich um Millie, bitte, ja? Mhm. Mach's gut, Mama. Und liebe Grüße an Oma. Ja, richtig aus. Ja. Ach, Mama. Ich fühle mich total beschissen. Musst du nicht. Du hast keine Schuld. Nee, ich weiß nicht. Ich meine, Arno und du, könnt ihr es nicht noch mal versuchen? Millie, bitte. Arno und ich, das kann ich mir im Moment einfach nicht vorstellen. Komm jetzt wieder. Mach's gut. Ich freue mich, dass wir wieder mal gemütlich beisammensitzen können. Das ist ja eine Ewigkeit her, dass wir uns das letzte Mal gesehen haben. Ja, mein Lieber, die Zeit vergeht, was? Ja, warum hast du denn deine Frau nicht mitgebracht? Henriette hat dieser Tage einen Haufen Termine. Weißt du, sie ist ja nach wie vor tüchtig aktiv für diesen Wohltätigkeitsfonds. Wie heißt er gleich? Ich hab den Namen vergessen. Ja, ja, ich weiß schon, ich weiß schon. Und wie geht's den Kindern? Danke, sehr gut, danke. Wo du gerade nach den Kindern fragst, Christoph, weißt du, Alexander ist eigentlich der Grund für mein Kommen. Ach so? Hat er was ausgefressen? Nein, im Gegenteil. Ich bin sehr stolz auf ihn. Alexander hat sein Studium mit Auszeichnung abgeschlossen und wird demnächst meine Firma übernehmen. Oh, gratuliere. Danke. Ich sehe den kleinen Alexander immer noch vor mir. Tja, aus dem Knaben ist jetzt ein erwachsener Mann geworden. Alexander wird in Kürze heiraten. Ach so. Wen denn? Eva von Waller-Schönfeld. Etwa die Eva von Waller-Schönfeld? Genau die. Eine ausgezeichnete Wahl, findest du nicht auch? Ja, die kommt wirklich aus sehr gutem Hause. Wann soll denn die Hochzeit sein? In wenigen Wochen. Den beiden kann es nicht schnell genug gehen. Ach, jetzt weiß ich, warum du gekommen bist. Du willst mich persönlich dazu einladen. Nein, Christoph, eigentlich nicht so direkt. Weißt du, ich habe in diesen Tagen einen Haufen Probleme. Und ich wollte dich fragen, ob du mir eventuell dabei helfen kannst. Aber natürlich. Ich helfe, wo ich nur kann. Oh, mein Kopf. Habe ich denn so viel getrunken? Vielleicht ein klitzekleines bisschen zu viel. Soll ich dir eine Tablette oder einen nassen Waschlappen holen? Danke, es geht schon. Aber vielleicht einen guten Morgenkuss. Der tut Wunder. Weißt du, worüber ich mich unheimlich freue? Na? Dass wir zusammen mit unseren Familien die Hochzeit feiern. Aber da steht dir ja noch was bevor. Du meinst wegen deinem Vater? Ja, jetzt musst du ihm endlich reinen Wein einschenken. Und Eva auch. Ich habe vorhin schon zu Hause angerufen. Und? Ja, Was hat er gesagt? leider vergeblich. Sein Vater ist verreist und er kommt wohl erst in ein paar Tagen wieder zurück. Und deine Mutter? Genau das gleiche in Grün. Dabei wäre ich heilfroh gewesen, wenn ich das hätte heute hinter mich bringen können. Keine Angst. Zusammen schaffen wir das schon. Papa haben wir doch auch überzeugt. Maximilian ist nicht Walter. Zum Glück. So widerspenstig wie mein Vater kann er gar nicht sein. So sieht im Moment die Fassade aus. Alles zugehängt. Ein einziges Chaos, sag ich dir. Und du willst das Gutshaus komplett restaurieren lassen? Auch die Holzdecken? Ja, wenn schon, denn schon. Kostet mich zwar eine Stange Geld, aber das Haus hat's bitter nötig. Aber das macht doch eine Menge Unannehmlichkeiten. Ich weiß, wovon ich spreche. Tja, Hauptsache die Sandstrahlarbeiten sind bald beendet. Du, ich sag dir, das macht einen höllischen Dreck. Ich weiß, ich weiß. Ja. Aber das Schlimmste ist, das Haus wird frühestens in 2, 3 Monaten fertig.
Zu spät also, um dort Alexanders Hochzeit zu feiern. Und wie kann ich dir helfen? Ich dachte, Christoph, dass wir vielleicht die Hochzeit hier auf Friedenau ausrichten könnten. Keine schlechte Idee. Das wäre ja wirklich wunderbar, Christoph. Aber ich habe natürlich volles Verständnis, wenn du jetzt Nein sagst. Ich freue mich, wenn ich euch helfen kann. Das will ich dir nie vergessen, Christoph. Aber ist doch nicht der Rede wert. Aber was hältst du von einer Doppelhochzeit? Doppelhochzeit? Mit wem? Doch nicht etwa Barbara und du? Ja, Barbara und ich. Wir haben vor, in den Hafen der Ehe zu segeln. Zum Wohl. Hallo Milli, schön dich zu sehen. Sparen Sie sich Ihr Gesülze. Sie sind schuld, dass Arno und Erika auseinander sind. Was? Die beiden haben sich getrennt? Jetzt spielen Sie doch nicht die Unschuldige. Ich hatte keine Ahnung, glaub mir. Was hat Ihnen meine Mutter denn getan? Nichts. Arno und ich, wir haben uns schon seit Tagen getrennt, wegen deiner Mutter. Arno hat sich für Erika entschieden. Das können Sie mir nicht erzählen. Doch, Milli, das ist aber die Wahrheit. Arno liebt Erika mehr als alles andere auf dieser Welt. Ich weiß das. Milli, in dieser Geschichte scheint es nur Verlierer zu geben. Aber sag mal, um Gottes Willen, was ist denn eigentlich passiert? Haben die beiden sich gestritten? Etwa wegen mir? Oh, Milli, das tut mir leid. Milli! Das ist alles meine Schuld. Machst du mir einen Kaffee, bitte? Ja. Sind hier so Einschläfer? Ja, teilweise schon. Die Samplen bis zum Abwinken. Naja, es sind noch ein paar gute dabei zum Glück. Aber ich bin fast durch. Das habe ich gern. Anstatt zu arbeiten, machst du dir hier einen schönen Tag, oder was? Nein, ich bin wunderbar vorwärts gekommen. Ja, und wenn schon. Dein Arbeitsplatz ist Friedenau, nicht hier. Also warum warst du nicht da? Weil ich hier besser arbeiten kann. Das zu beurteilen, überlässt du wohl besser mir. Was soll der ganze Scheiß eigentlich? Ich bin fast durch mit den Kassetten. Ach, Tim! Hallo. Hi, Tanja. Oh, störe ich euch beim Arbeiten? Nein, ich wollte Tim nur gerade überreden, doch lieber auf Friedenau weiterzuarbeiten. Da ist nämlich die Hölle los. Das Telefon läutet ununterbrochen. Aber das ist doch besser, dass ihr hier arbeitet. War das eine Ruhe? Ja, ich finde, Cleo hat absolut recht. Ja, eigentlich schon, aber er kennt sich mit der Tourneeplanung besser aus als ich. Ohne ihn bin ich verloren. Da hörst du's. Du wirst gebraucht. Das ist doch völliger Quatsch. Ich kann die Tourneeplanung hier wunderbar machen. Ach, Tim, es ist dein Job. Du kannst der Tanja jetzt nicht einfach hängen lassen, ne?